Hallo, ich bin Jack Burt, Professor der Trompete bei der University of Maine in den USA. Ich bin auch ein Shargel-Artist und ich freue mich hier mit Hans Gansch zu sein. Er ist ein langjähriger Trompeter, der erste Trompeter der Wiener Philharmoniker, der Staatsoper und noch ein Berater und Shargel-Artist, der arbeitet mit Shargel um neue Entwicklungen. Die alte Trompeten von, wie lange her? Seit 30 Jahren haben wir schon Shargel-Trompeten, mit denen du gearbeitet hast, ja? Das ist schon so lang her. Kannst du über Hallo auch und freut mich, dass du mich einlädst hier. Ja, kannst du ein bisschen erklären über erstmal deine Verbindung mit Shargel? Also die Verbindung zur Familie Shargel geht über Generationen. Mein Vater hat schon mit dem Shargel Senior, der erst kürzlich verstorben ist, schon in der Nachkriegszeit Tanzmusik gespielt. Bei der Geisten Band damals in der ganzen Gegend, die Tönende Sieben, die haben super modern gespielt. Mein Vater hat mir einmal erzählt, wir haben auch den Tiger Rag gespielt. Oh, das war der letzte Schrei. Jedenfalls, da ist eine alte Verbindung da. Ich war als Bauernbub in meinem ersten Beruf Molkereilehrling und in der Molkerei Mank war Karl Shargel Senior Käsemeister und da ging diese Beziehung weiter und später, als ich dann im Orchester war und Karl Shargel die Firma übernommen, also Karl Shargel Junior, der jetzige Geschäftsführer, die Firma übernommen hat, hat er mich gefragt, ob ich mithelfen würde, Trompeten zu entwickeln. Sie wollen wirklich jetzt in Serie Trompeten herstellen. Und ich habe mich natürlich durch diese alten Bande natürlich sofort bereit erklärt, da mitzuhelfen, zu testen, Tipps zu geben, was passt nicht. Dann hat die Zusammenarbeit begonnen. Ja. Und was war der erste Modell, die du dich erinnerst? Das erste Modell war eigentlich das Wiener Modell, soweit ich mich erinnere, wo zum ersten Mal dann man macht viele Versuche und da ist die Intonation nicht so gut, da ist der Klang nicht so gut, da ist die Anspannung und so weiter. Wo ich gesagt, ja, das ist jetzt was. Jetzt wird's. Jetzt haben wir was. Ne? Jetzt haben wir was. Und dann ist das Wiener Modell entstanden, weil da war die Intonation gut, der Klang gut, ein gutes Spielgefühl und dann ging es weiter, nachdem das Wiener Modell kein schweres Modell war. Und ich gesagt, wir brauchen auch ein schwereres, nicht? Weil viele Trompeter wollen mehr Widerstand und so weiter. Und dann entstand eben Hörsdorf Heavy und so ging das weiter. Nicht? Also Wiener Modell, Hörsdorf Heavy, den Wien 2001, das war auch ein Modell, oder? Möglich. Ja, ja, ich glaube, aber und dann in meinem Alter merkt man sich nicht mehr alles. Und dann kam die Berliner Modell und nun gibt es diese neue Hans Gansch Flügelhorn. Ja, ihr habt ihre eigene Trompete auch, Hans Gansch. Ja, es gibt B-Trompete. Hans Gansch B-Trompete. Die ist ein bisschen heavy, ist nicht jedermanns Sache, verstehe ich auch. Es ist ein bisschen ein schweres Modell. Ich liebe ein bisschen Widerstand. Ich habe immer eher schwere Modelle bevorzugt. Also zum Beispiel Hörsdorf Heavy habe ich gespielt, anstatt Wien. Ich habe Wien auch gespielt, aber das war mir zu leicht. Nicht? Also mich ziehe jetzt ein bisschen zu den schwereren. Drum auch ist die Hans Gansch Trompete eher so was für Typen, die ähnlich wie ich spielen und die auch Widerstand suchen. Beim Flügelhorn, da haben wir lang schon, sind wir wieder mal herumprobiert worden und ich gesagt, das passt nicht. Intonation und es ist schwierig. Ein Flügelhorn halbwegs hinzukriegen, ist sehr, sehr schwer. Das wissen alle, die Flügelhörner bauen. Wie überhaupt, es gibt kein Instrument, was perfekt ist. Es gibt nur gute Kompromisse. Ein perfektes Blasinstrument ist nicht möglich. Es wird immer kleine Fehler geben, aber wenn man gute Kompromisse hinkriegt, ein gutes Spielgefühl, eine gute Resonanz und so weiter, guter Klang, dann kann man schon froh sein. Und dann beim Flügelhorn hat sich so ergeben, dass ein junger Mitarbeiter der Firma, der die Meisterprüfung gemacht hat ein Flügelhorn gebaut.
Und das ist ihm einfach gelungen. Und ich habe das probiert. Und ja, das ist es. Das machen wir. Das ist gut. Das hat kaum Fehler. Es hat natürlich, wie alle Instrumente, leichte, aber es ist wirklich ein guter Kompromiss. Es klingt gut, es stimmt gut. Also man kriegt alles irgendwie hin und es ist einfach, man kann sofort damit spielen, hat das Gefühl, ja, da fühle ich mich wohl. Ne? Ja. Und für mich war das schon gelungen und dann habe ich auch erlaubt, meinen Namen draufschreiben zu lassen, weil man soll ja auch dahinter stehen. Ne? Und jetzt, nachdem das natürlich wieder ein nicht allzu leichtes Instrument ist, macht man jetzt so dasselbe Modell ein bisschen leichter gängig, also ein bisschen dünnere Wandstärke und das in der Höhe ein bisschen noch leichter geht, damit man auch für alle, also ein breiteres Kundenpublikum befriedigen kann. Ja, und wir haben schon darüber gesprochen, aber kannst du ein bisschen erklären, die Unterschiede zwischen einer amerikanischer, französischer Flügelhorn, die Perinet-Flügel, die wir alle kennen, und die deutsche, weil in Amerika das ist nicht so bekannt. Ja, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ich da recht habe, aber ich sehe es halt so, dass ich das Perinet-Flügelhorn eher kenne aus dem Jazz, wo es sehr dunkel und rauchig klingt und dadurch sind in diesem Fall eher die Perinet-Flügelhörner, also die amerikanische oder französische Bauart, eher dunkler und ja, ich habe immer das Gefühl, dass manchmal klingt es, wenn ein guter Jazzer damit spielt, so ein bisschen rauchig. Und es ist wunderschön. Ne? Und die Flügelhörner bei uns werden aus Tradition in der Blasmusik gespielt und in der Blasmusik hat das Flügelhorn ständig Melodie, spielt auch in relativ hohen Lagen. Dadurch sind die Drehventilflügelhörner durchwegs eher kleiner, schlanker gebaut, nicht so große Bohrungen zum Teil und eben nicht so dick oder rauchig, sondern eher, man will natürlich auch einen großen Ton, einen weichen Ton, aber im Prinzip sind die Drehventilflügelhörner eher schlanker und werden auch öfter mit Trompetenmundstücken gespielt, weil es ja in der Blasmusik sonst oft zu anstrengend ist, diese ganzen Märsche, diese Anstrengungen durchzuhalten. Und du hast gesagt, das nimmt die Rolle manchmal in deutscher Blasmusik wie ein Kornett in Bands in Amerika manchmal. Zum Beispiel in der Brassband, das ist das Kornett, was ständig spielen muss und darum sind sie auch so viele, weil einer das nicht durchhalten würde. Es ist wahnsinnig anstrengend in der Brassband, die Kornettstimme zu spielen. Darum sitzen auch viele da, weil man muss immer aussetzen, sonst wird man sofort kaputt und wird beim ersten Stück schon fertig. Nicht? Ja. Also es ist gut, weil wenn man sieht, Flügelhorn, die sind eigentlich nicht dasselbe Instrument manchmal. Nein. Die haben viele verschiedene Arten. Oder es sind ja beides, witzig, Kornett und Flügelhorn sind beides konische Instrumente, nur das Kornett ist wesentlich kleiner, schlanker noch. Und es ist so ein Zwischending vielleicht. Ja. Das Flügelhorn ist einfach noch runder, dicker, weicher. Das Kornett ist auch weich, aber schlanker. Ja. Und eher für virtuose Stellen sehr geeignet. Ja. Darum hat man ja auch, Aban hat haufenweise virtuose Stücke geschrieben, damals für die Kornettvirtuosen. Ne? Genau. Und es gibt noch Entwicklungen bei Scharger. Wir haben hier diese neue Wiener Modelle, die du gespielt morgen hast. Es ist nur ich glaube, der nächste Schritt. Es wird Wien 2021, weil es gab ein Wien 2001 vor 20 Jahren und nun ein Wien 2021, 20 Jahre später. Und kleine Entwicklungen mit dem Mundrohr spielt ein bisschen offener als der alte Wien, glaube ich. Was hast du gedacht? Also ich habe nicht direkt vergleichen können, aber mein Eindruck war sehr gut. Ich habe später gedacht, der Klang ist sehr schön. Ja. Und es ist eher freier und es klingt sofort und es ist ein sehr gutes Spielgefühl, stimmt auch sehr gut. Also ich glaube, dass diese Trompete ganz gut ankommen könnte bei vielen Trompetern. Also mir hat es sehr gut gefallen. Und fast überlegen zu tauschen, aber da müsste ich länger noch
länger testen. Ja, du hast nur 10 Minuten gespielt. Ja, das... Und Sie sind ja 5 Jahre ins Pension gegangen als Professor? Vor 7 Jahren. 7 Jahre, schon. Ja, ich bin sehr jung, habe mich verabschiedet. Du hast einige Jahre überhaupt nicht gespielt und dann kehrst du wieder zurück, ne? Ja, Wie war das für dich? Ich habe beschlossen, dass wenn ich in Pension gehe, ich habe so viel schon geübt und gespielt und ich habe keine Lust mehr zu üben. Und ich höre einfach auf. Ja. Ich dachte, ich kann das. Natürlich habe ich ein Segelboot mir gekauft und war viel in Kroatien und Sommer viel segeln. Ich habe natürlich ein Kornett oder eine Trompete mitgehabt, um einfach hin und wieder in der Bucht ein Lied zu spielen. Das ging eine Zeit lang ganz gut ohne Üben, aber man hat gemerkt, es wird immer schlechter. Und dann habe ich mich schon geärgert, ich möchte ein einfaches Lied spielen und der Ton spricht nicht mehr an, die Intonation stimmt nicht mehr, bin sofort müde, ich habe einfach nichts geübt. Ne? Ich habe 4 Jahre keinen Ton geübt, nur hin und wieder genommen und ein Lied gespielt. Ne? Das fühlt sich fremd. Und es wird immer schlechter. Nein, er sagt, einfach nicht mehr spielen zu können, das will ich auch nicht. Da habe ich wieder angefangen zu üben, mühsam, wieder Basics und Ansatz aufbauen, Ausdauer, Flexibilität und so weiter und Kraft. Und wie lange hat das gedauert? Naja, schon einige Monate, bis das wieder, dann habe ich, ja, jetzt kommt es wieder, nicht? Jetzt wird es wieder. Und dann kam Corona, alles war im Lockdown und ich war so beim Üben und habe das Gefühl gehabt, da geht's aber gut. Ne? Ich dachte, jetzt nehme ich was auf und habe dieses Signal von Bill Chase aus Kronos, glaube ich, heißt die Nummer von Enea. Da beginnt da so ein Signal. Und spielt das aufs Handy und schickt das ein paar Freunden mit der Bemerkung, Hans Ganz im Kampf gegen Corona. Was ein Jungs. Natürlich haben die das sofort weitergeschickt und Wahnsinn, voll da wieder. Nicht? Das ist zurück. Und dann kamen die Anrufe, nicht? Hey, du spielst wieder, super. Und ja, jetzt, ich wollte das eigentlich nicht. Und ich spiele natürlich jetzt, ich nehme nichts mehr Heikles an, also ich möchte keinen Stress mehr haben und spiele nicht mehr Solo, außer Kleinigkeiten. Und spiele viel Blasmusik und spiele Volksmusik und Weisen und ja, böhmisch. Damit bin ich aufgewachsen, das liebe ich. Aber kein Stress mehr und ich will diesen Leistungsdruck nicht mehr haben. Ja. Aber halt nur für Spaß. Ohne zu spielen geht halt doch nicht so leicht. Ne? Das habe ich immer meinen Studenten gesagt. Es ist kein halbes Zeitinstrument. Man muss irgendwie geben, um was zu bekommen. Ich dachte, ich könnte verzichten, aber natürlich könnte ich, aber ich wäre nicht ganz. Weil es ist ein Teil des Lebens, das ist schön und Spaß. Das Spielen, das finde ich auch. Und das Schöne ist, ich muss nicht mehr, ich kann heute wirklich zur Freude nur, spielen. wenn du willst. Ne? Und das, was ich will, und ich muss nicht Leistungsdruck und habe das nicht mehr. Ne? Wie wir heute, wir haben Duetten gespielt. Genau, wir haben einfach zusammen gespielt. Eine tolle Erfahrung. Und das ist ein schönes Gefühl, gemeinsam zu musizieren, gemeinsam die Musik zu spüren. Darum geht es ja. Nicht? Ja, deswegen spielen wir noch. Genau, weil es Spaß macht. Nicht? Ja, für mich auch. Gut Danke. Gut fürs Herz.